Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und wer ist dabei? Der Kameramann Michael, der Micha. Genau, der ist nämlich dabei, weil das ist jetzt wirklich unsere allererste, ich würde mal sagen vorweihnachtliche, ein bisschen Herbst noch, Deko für den Tisch. Genau, und zwar eine ganz schnelle Sache, wenn man mal spontan Besuch kriegt, aber ich finde, das kann man auch so stehen lassen. Gefällt mir richtig gut und wir lassen das auch so stehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Kerzen funktionieren und die ganze Tischdeko, bleibt doch dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind heute die Sachen, die wir brauchen für unsere Tischdeko. Und ich würde einfach sagen, Herbst vorweihnachtlich und das ziemlich klar heute. Und wir zeigen euch mal, was wir nämlich heute brauchen. Das sind einmal, habe ich hier diese Teelichthalter, dann einmal Teelichter, ein Holzbrett, ein Nudelholz. Dann habe ich im Keller einige Flaschen gefunden, da könnt ihr aber auch super jedes Altglas verwenden, was ihr habt, oder auch kleinere Flaschen, die man heute relativ einfach bekommt. Dann habe ich vorhin einen Birkenast gefunden, den würde ich auch gerne als Basis nehmen. Das sind einmal hier Eicheln und da ist auch 2 Zapfen, genau. Und die sind jetzt schon ein bisschen winterlich, weihnachtlich gemacht. Ich finde, die passen sehr, sehr gut. Und im Keller habe ich nämlich gefunden diese Kerzen. Und genau 3 graue und 2 cremefarbene. Und die sind jetzt schon mal im Wasser und weichen ein. Dann vorne aus dem Vorgarten habe ich ein bisschen Eukalyptus eben gerade geschnitten. Und hier hinten in der Tüte habe ich noch ein bisschen Zapfen. Ich halte das mal so hoch, Micha, kann man das sehen? Ja. Supi. Genau. Und eine Heißklebepistole. Ich glaube, das war's. Und ich würde sagen, es geht los. So, ein paar Minuten haben wir noch, bevor wir nämlich loslegen mit den Kerzen. Weil die müssen, ich würde mal sagen, so ungefähr 15 Minuten im lauwarmen Wasser ein bisschen erstmal einweichen, damit sie wirklich biegsam werden. Da muss man wirklich ein bisschen experimentieren und das tue ich heute das erste Mal. Ich finde es total schön, ich habe es schon ein paar Mal gesehen und deswegen probiere ich das gerne oder wir gerne mit euch aus. Solange wir jetzt aber die Kerzen einweichen, nehme ich hier meine Teelichthalter. Die haben hier unten jetzt so einen Piekser, die sind natürlich perfekt für das Adventsgesteck, aber ich konnte die super, ich brauche die heute ohne und ich habe die jetzt so ein paar Mal hin und her gebogen und dann kann ich hier perfekt das Ding nämlich rausmachen und es ist wie es ist. Es muss heute ohne Piekser sein und dann kann man hier nämlich wunderbar das Teelicht reinstellen. Guckt hier unten in der Videobeschreibung mal zum Hof Oelkers, da haben wir diese Teelichthalter in verschiedenen Größen. Ich wollte sie eigentlich in Silber mitnehmen, ich habe nur Gold, aber das passt ja auch. So, und jetzt nehmen wir hier den Birkenstock. Ich mache hier nochmal eben Platz, dass man das sehen kann. Und ich werde heute auch gar nicht so viel mit Moos, mache ich ja sonst immer sehr, sehr gerne natürlich arbeiten. Ich würde das gerne heute ein bisschen clean lassen, aber trotzdem natürlich. Und werde jetzt hier meine Teelichthalter einfach fixieren, hier oben auf dem Birkenstock. Und ich finde diese Eiche ganz niedlich. Und ich glaube, die passt auch von der Größe ganz gut. Und da kommt jetzt erstmal ein ordentlicher Klecks Heißkleber auch dran. Und die fixiere ich mir jetzt hier hinten. Ihr könnt natürlich auch einen längeren Ast nehmen. Also ich habe eigentlich 2 heute gefunden. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Man kann natürlich mit den Flaschen nachher am Ende von der Deko her ein bisschen ziehen. Und hier hinten kommt jetzt der Zapfen dran. Was natürlich optimal ist, wenn der Ast trocken ist. Es hat heute wirklich sehr geregnet, auch gestern, als ich heute Morgen mit Sophie unterwegs war.
ist der Ast wirklich noch richtig feucht gewesen. Der braucht eigentlich auch eine einige Zeit, um gut trocken zu werden, aber ich versuche jetzt das Beste und es hält auch ganz gut. So, und jetzt nehme ich meine natürlichen Zapfen, die ich nämlich auch gefunden habe, und da ist es wirklich optimal, wenn die nicht so nass sind, weil sonst wird es wirklich schwierig mit der Heißklebepistole. Und auch die fixiere ich mir jetzt einfach hier auf dem Birkenast und da kann man jetzt wirklich nehmen, was man möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe versucht, heute Eicheln zu finden. Keine Chance. Also ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, aber es gibt hier wirklich bei uns keine Eicheln. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었어 색이 바래진 그날의 기억을 Das ist so eine ganz natürliche, schnelle nach Feierabenddeko, oder Micha? Ja, stimmt. Genau. Wenn sich irgendwie Besuch noch ankündigt und man macht noch schnell eine Suppe oder wie auch immer, dann kann man wirklich, wirklich klasse nochmal so eine ganz natürliche Deko machen. Und da die Kerzen wirklich noch ein bisschen einweichen müssen, werde ich jetzt die Flaschen erstmal mit Wasser befüllen. Die Flaschen sind befüllt, ein Eukalyptusast, unten abgeschnitten und den stecke ich mir jetzt hier einfach in die Flasche rein. Da kann man natürlich jetzt alles nehmen, was man findet oder was man hat. Und das stecke ich mir jetzt hier nochmal eben. Dann habe ich mir hier einfach so einen Mixstab genommen. Schiebe mir das so ein bisschen nach unten rein. Und das mache ich jetzt bei allen Flaschen und das finde ich wirklich, guck mal, das sieht doch schön aus. Ich mag den Eukalyptus von der Farbgebung sowieso so gerne mit dem Grün. Und auch überall einmal reinstecken. Was immer wichtig ist, vielleicht vorher mit Wasser ein bisschen abwaschen, damit da nicht so viel Dreck reinkommt, damit das länger hält. Was auch immer klasse ist, ist destilliertes Wasser. Das habe ich jetzt nicht hier. Dann gibt es auch keine Kalk- oder Ränder. Das ist natürlich immer perfekt für so Wasserdeko. Überall Eukalyptus drin. Guck mal, wie wunderschön. Ja. Also wirklich, finde ich auch, ne, kann man von allen Seiten sehen, wenn man auf dem Tisch das dekoriert. Und ja, das kommt jetzt auch zur Seite und jetzt werden wir wirklich probieren. Ich werde jetzt einfach mal gucken, ich nehme hier jetzt mal, weil die sind wirklich ein bisschen dicker und deswegen muss ich jetzt mal gucken. Ich habe es doch ein bisschen heißer gemacht, das Wasser. Also lauwarm, das war gar nichts, zumindest nicht bei dieser Dicke der Kerze. Jetzt habe ich sie wirklich so, ich würde mal sagen, eine Viertelstunde eingeweicht und ich nehme jetzt das Nudelholz und werde mit ganz vorsichtigem Druck einfach die Kerze jetzt so ein bisschen platt drücken. Ich lasse das oben und unten lasse ich das in der ursprünglichen Form und gehe jetzt hier wirklich ganz vorsichtig nach unten. Und wenn ihr das so platt gedrückt habt, das habe ich jetzt eben gerade nämlich ausprobiert, das sieht dann ungefähr so aus, dann gehe ich ins Wasser, weil das ist nämlich noch richtig schön warm. Jetzt wird die Kerze auch wieder ganz geschmeidig, weil die wird ziemlich schnell hart. Und ich gehe jetzt ins Wasser und kann mir die super, ich hoffe, Micha, man kann das sehen, jetzt hier nämlich in Form biegen. Das geht fantastisch. Also ich würde das nicht außerhalb machen. Ich würde wirklich so eine große Schüssel nehmen. Und jetzt könnt ihr die wunderbar biegen und drehen. Ihr könnt natürlich jetzt auch Muster reinmachen, indem ihr ein bisschen Druck mit den Fingern macht. Da kann man wirklich alles ausprobieren und ja, einfach experimentieren. Guck mal, das ist doch schön, oder? Das hätte man auch noch ein bisschen weiter nach unten machen können. Aber jetzt ist sie natürlich noch super weich und deswegen lege ich sie mir jetzt zur Seite und lasse sie trocknen. Da werde ich jetzt auch noch mal eine graue machen. Ich habe jetzt hier auch eine Kerze hingelegt, aus dem Wasser rausgeholt und ich habe jetzt hier so ein Plastikbrett und werde jetzt ganz vorsichtig versuchen, von unten nach oben mit Druck zu arbeiten. Und ich möchte gerne, dass die Kerze oben am Docht breiter ist als hier unten. Und ich versuche, ich muss jetzt ein bisschen ausprobieren, sieht man das, ne? Genau, und am liebsten würde ich gerne noch mehr. Und am besten würde ich sagen, ruhig immer wieder Kerze ins Wasser legen, drücken, weil das wird sonst ein bisschen schwierig.
Jetzt kann man hier super die Spitzen rausschneiden. Und guck mal, das ist doch schon wirklich vorweihnachtlich. Jetzt basteln wir uns hier einen kleinen Tannenbaum. Das mache ich nach oben hin. Da fehlte mir der Docht. Ich weiß gar nicht, die war schon mal angebrannt. Und schneide mir das jetzt hier oben noch mal ein Stück ab. Und wenn man merkt, dass die Kerze wieder härter wird, dann kann man sie erstmal wieder ins Wasser stellen. Sailing by, slower than ever before. Presented opportunity to work on my patience. So, und die 5. haben wir auch. Die habe ich einfach nur mal eben so gedreht. Finde ich auch ganz witzig, mal was anderes. Wenn man jetzt ein bisschen Tiefe haben möchte, dann kann man natürlich, oder man kann sie auch so drehen. Also gibt es alle Möglichkeiten der Welt. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gut, der Tannenbaum ist jetzt nicht so wunderbar, aber es macht nichts. Alles mit der Hand gemacht und eine vorweihnachtliche Tischdeko. So, ihr Lieben, und das war unser weihnachtliches Thema. Ein bisschen Herbst und schon Weihnachten. Ein bisschen frostig mit selbstgemachten Kerzen. Die hätten wir jetzt gerne angemacht, aber tatsächlich sind die wirklich noch ein bisschen feucht und der Docht geht noch nicht an. Aber wir machen Bilder nachher, wenn es dunkel ist und die sind getrocknet. Dann machen wir natürlich jetzt gleich Bilder hinten dran. Dann könnt ihr sehen, wie es kuschelig aussieht. Und ich würde mal sagen, das ist mehr so ein skandinavisches Thema. Ein bisschen kleine selbstgemachten Sachen kann man super auch mit Kindern machen. Hat mir sehr gut gefallen, geht wirklich easy. Und wir hoffen sehr, dass euch heute dieses Thema gefallen hat. Ihr wisst, einen Daumen hoch, kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, bekommt ihr immer Info, wenn ein neues Video online ist. Guckt hier unten in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu Hof Oelkers. Da gibt es dann auch immer die Artikel, die wir auch ein bisschen mit einarbeiten. Also ihr Lieben, achso, Instagram bitte, nicht vergessen, Instagram, Facebook, gerne folgen, da kommen immer so kleine Highlights, auch jetzt immer mehr, auch Reels, Laura und ich sind so ein bisschen dabei, das macht auch wirklich Spaß, also folgt uns gerne. Ich freue mich, mit euch Weihnachten zu dekorieren, es geht jetzt los und wer natürlich auch. Micha, der Kameramann, freut sich ebenfalls. Genau, also ihr Lieben, bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.